Mit Outlook-Vorlagen könnt ihr E-Mails, aber auch Termine, Besprechungseinladungen, Aufgaben schneller erstellen. Seit der Einführung von Quicksteps und vor allem in Verbindung mit den Schnellbausteinen sind Outlook-Vorlagen nicht mehr ganz so wichtig, aber es gibt immer noch einige Vorteile von Vorlagen gegenüber Quicksteps und Schnellbausteinen und es gibt sogar Fälle, in denen ihr um die Outlook-Vorlagen nicht drumherum kommt. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In diesem Video seht ihr, wie ihr Vorlagen anlegt, wie ihr sie einsetzt und wie ihr sie später auch wieder ändern könnt. Und es gibt noch ein paar Tipps, damit ihr sie möglichst gut einsetzen könnt. Outlook-Vorlagen spielen vor allem dann noch eine große Rolle, wenn ihr zum Beispiel gemeinsam im Team mit den gleichen Vorlagen arbeiten wollt. Das heißt, wenn ihr die austauschen wollt. Aber auch, wenn ihr die Optionen in den E-Mails intensiv einsetzt. Also wenn ihr zum Beispiel das Von-Feld verwendet oder Abstimmungsschaltflächen und das in eure Vorlagen einbauen wollt. Das sind Dinge, die gehen in Quicksteps nicht. Auch automatisches Antworten über Regeln funktioniert, wenn ihr da eine automatische Antwort-Mail haben wollt, nur über eine Outlook-Vorlage. Und dann bei Terminen und Besprechungen und auch bei Aufgaben und Kontakten ist es so, dass da zwar schon Quicksteps existieren, aber die nicht so gut ausgebaut sind, wie das nötig wäre, damit man die Quicksteps dort auch gut einsetzen kann. Wenn euch noch spezielle Dinge zu Vorlagen interessieren, wie zum Beispiel Änderungen des Standardvorlagenordners oder ähnliches, dann schreibt mir das doch wie immer gerne unten in die Kommentare. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort dazu. Und vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, mir einen Daumen hoch dazulassen. Nun zunächst aber dazu, wie ihr eine Vorlage erstellt. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich eine E-Mail erstellt mit einem Absender, mit einem Adressaten, mit CC-Adressaten, auch BCC. Ich habe einen Text hinzugefügt. Ich habe mir hier so ein paar Zeichen hingemacht an Stellen, an denen ich noch etwas ergänzen möchte. Und habe hier auch in den Optionen zum Beispiel noch Abstimmungsschaltflächen hinzugefügt. Ich habe eine Lesebestätigung angefordert. Und bei dieser Art von E-Mail, nämlich bei dem Monatsbericht, soll eine Antwort auch immer noch an jemand anders gehen, nämlich hier an den Philipp. Also ihr seht, ich habe alle möglichen Einstellungen vorgenommen, an die ich natürlich auch bei einer Mail denken könnte, aber die ich bei dieser Art von E-Mail eben immer dabei haben möchte. Und jetzt speichere ich, wenn ich die E-Mail fertig erstellt habe, speichere ich die E-Mail ab und zwar als Vorlage über das Menü Datei, Speichern unter und wähle dann als Dateityp hier nicht das Outlook-Nachrichtenformat, sondern die Outlook-Vorlage. Damit ändert sich dann auch der Ablageort und zwar springt er automatisch in den Standardvorlagenordner von Outlook. Und es kann Vorteile haben, hier zu speichern, es kann aber auch Vorteile haben, zum Beispiel im Netzlaufwerk zu speichern. Ich zeige es euch erstmal hier, also ich nehme den Standardvorlagenort. Ich nenne diese Vorlage Monatsbericht. Ich kann also den Namen anders nennen als den Betreff in der E-Mail. Also Monatsbericht und klicke dann auf Speichern. Die E-Mail müsste ich jetzt nicht speichern. Ich habe die vorhin schon mal als Entwurf gespeichert, damit ich euch das besser zeigen kann. Deshalb hebe ich die mir mal noch auf. Und wenn ich jetzt später die Vorlage benutzen möchte, dann klicke ich hier auf Neue Elemente, weitere Elemente und dann Formular auswählen. Und hier wähle ich mir als Bibliothek die Vorlagen im Dateisystem. Dort finde ich jetzt meinen Monatsbericht und wenn ich auf Öffnen klicke, dann wird mir diese Vorlage aufgerufen. Und ihr seht hier schon eine Besonderheit. Ich habe jetzt die Signatur hier zweimal. Und das liegt daran, dass ich die Signatur in der E-Mail abgespeichert hatte, aber bei mir für die Signaturen eingestellt ist, dass automatisch bei neuen Nachrichten eine Signatur dazu kommen soll. Und das heißt, wenn ihr automatisch Signaturen einsteuert, dann solltet ihr beim Abspeichern der Vorlage die Signatur nicht mit abspeichern. Deshalb ändere ich das Ganze jetzt und zwar schmeiße ich hier mal die Signatur raus. Das heißt, ich habe einfach die Vorlage aufgerufen, habe sie angepasst
Mir fällt auch gerade aus, hier steht auch noch irgendwas Komisches drin. Das ist da aus Versehen reingeraten, das lösche ich auch noch raus. Und jetzt speichere ich die Vorlage einfach erneut ab über Datei speichern unter. Kennt ihr jetzt schon? Outlook Vorlage. Ich lande in dem Vorlagenordner. Ich nehme wieder als Dateiname den Monatsbericht, gehe auf Speichern. Damit überschreibe ich die ursprüngliche Vorlage. Also wir ändern nicht, indem wir öffnen und ändern, sondern wir ändern, indem wir öffnen und dann überschreiben. So, dann schließe ich das hier wieder, hebe mir das trotzdem noch auf im Moment und dann wieder neues Element, weitere Elemente, Formular auswählen, Vorlagen im Dateisystem, Monatsbericht öffnen und jetzt habe ich ihn mit der normalen Signatur, also keine doppelte Signatur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist dieser Weg eigentlich zu lang, hier mit neu und so weiter und so fort. Deshalb gehe ich her und lege mir diesen Befehl Formular auswählen über einen Rechtsklick in die Symbolleiste für den Schnellzugriff. Das ist bei mir jetzt gerade ausgegraut, weil ich das schon mal gemacht habe. Ihr seht das schon hier oben, hier ist das Symbol schon. Das heißt, durch Anklicken zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen, erscheint der Befehl hier oben. Und wenn ich jetzt diese Vorlage aufrufen möchte, dann klicke ich einfach noch hier auf das Symbol Formular auswählen, suche mir die Standardvorlagen aus, beziehungsweise die Vorlagen im Dateisystem und wähle den Monatsbericht. Und ihr seht, ich habe hier mal eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch. Gehe ich mal auf Öffnen. Und das wäre jetzt eben eine Besprechungseinladung für ein Bewerbungsgespräch, wo immer bestimmte Personen erforderlich sind, wo jemand optional dabei ist, wo ich schon einen Ort habe, wo ich eine Checkliste drin habe und wo ich noch einen weiteren Text an den Bewerber mit dabei habe. Ich kann hier auch die Erinnerung entsprechend einstellen. Ich kann einstellen, ob der Termin privat oder ähnliches ist. Also vor allem die ganzen Einstellungen hier oben in den Optionen auch der E-Mails oder der Termine oder auch Aufgaben, die sind ein großer Vorteil gegenüber den Quicksteps zum Beispiel, weil das dort nicht geht. Und nun möchte ich diese Einladung fürs Bewerbungsgespräch nicht nur selbst nutzen, sondern ich möchte das in einem Team nutzen. Und dafür gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Ich wähle wieder Datei speichern unter, das kennt ihr schon. Ich wähle auch wieder den Dateityp Outlook Vorlage und der springt wieder in das Standard-Vorlagenverzeichnis, aber ich möchte diese Vorlage gerne mit Kolleginnen und Kollegen verwenden und deshalb wähle ich mir hier ein Netzlaufwerk aus. Das Laufwerk L ist es bei mir mit den Vorlagen und speichere dieses Bewerbungsgespräch, diese Vorlage für das Bewerbungsgespräch hier in dem Netzlaufwerk ab. Schließe dann wieder meine Bewerbungseinladung. Und jetzt ist der Weg nicht hier über den Befehl Formular auswählen oder eben Element, weitere Elemente Formular auswählen, sondern jetzt gehe ich ins Dateisystem, dort genau genommen in das Laufwerk L in meinem Fall, Vorlagen und rufe jetzt von hier mit einem Doppelklick diese Vorlage auf. Kann die dann noch anpassen und kann sie absenden. Und wenn euer Vorlagenverzeichnis irgendwo relativ tief geschachtelt in eurer Ablagestruktur liegt, dann geht doch einfach her und macht einen Rechtsklick auf den Vorlagenordner, wählt Senden an und dann Desktop-Verknüpfung erstellen. Und wenn ihr jetzt eine Vorlage braucht, dann drückt ihr einfach Windows-Taste und D, so wie ich das gerade gemacht habe, dann wird alles minimiert. Macht einen Doppelklick auf die Vorlagenverknüpfung, einen Doppelklick auf die Vorlage, da sind dann unter Umständen mehrere und dann könnt ihr von hier direkt mit der Vorlage arbeiten. Und die kann jetzt eine Person anlegen und viele andere können die dann in eurem Team nutzen. Was leider nicht möglich ist, ist, dass ihr Vorlagen erstellt, mit denen ihr auf Eingangsmails antwortet. Das finde ich echt ein Manko, also das finde ich manchmal auch ganz schön nervig, aber es ist so, da bleiben euch dann nur die Quicksteps in Verbindung mit den Schnellbausteinen. Da werde ich auch demnächst ein Video dazu machen.
Aber da sind bestimmte Sachen dann eingeschränkt. Da geht nicht alles ganz so, wie ich es euch jetzt hier gezeigt habe. Übrigens habe ich mal ein Video gemacht zum Überblick über diese ganzen Möglichkeiten, schneller E-Mails zu erstellen. Das habe ich euch auch jetzt verlinkt hier in der Infokarte. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber hier gibt es einen Menüpunkt, der heißt Meine Vorlagen, Vorlagen anzeigen. Das hat mit Vorlagen gar nichts zu tun. Hier handelt es sich eigentlich um eine Art Textbausteinverwaltung, die auch ganz cool ist, weil sie sowohl im Web als auch in der Desktop-App geht. Da habe ich euch auch ein Video in der Infokarte verlinkt. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und wenn du weitere Videos in dieser Art sehen willst, stöber doch mal auf dem Kanal. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare, seien das Fragen oder auch Anregungen, was ich vielleicht noch besser machen kann, aber natürlich auch ein Dank für die Videos, die ich hier erstelle. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.